Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Manchmal muss man in meinem Beruf schnell und flexibel sein und heute ist einer dieser Tage. Denn während ich mein Video am Vorbereiten war, ploppte auf einmal die Pressekonferenz von Álvaro Arbeloa auf. Die hatte ich heute so früh gar nicht auf dem Radar. Aber ich habe mir die Pressekonferenz natürlich wie immer für euch angehört und ihm wurden zwei Fragen gestellt. Einmal zu Arda Güler und einmal zu Eduardo Camavinga. So mehr oder weniger die zwei Gesichter des Abends in München. Auf der einen Seite ein Arda Güler, der selbst die letzten Kritiker, auch im Vorstand von Real Madrid, jetzt endgültig von sich überzeugt hat. Er ist eine der tragenden Säulen für die Zukunft von Real Madrid. Und auf der anderen Seite Eduardo Camavinga, der sogar in München in der Kabine weinend zusammengebrochen sein soll. Also was da los ist, die Information kriegt ihr natürlich von mir in diesem Video. Dann schauen wir auch noch mal kurz zur Youth League, denn heute ist das Finale, auch mit Beteiligung von Real Madrid. Ihr erfahrt von mir, wie ihr es kostenlos sehen könnt. All das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, starten wir das Video mit dem wichtigsten Ereignis des heutigen Tages. Heute um 6:15, 18:45 Uhr, das Finale der Youth League. Und dieses Spiel könnt ihr in Deutschland auf 3 verschiedene Weisen schauen. Nummer 1, The Zone. Also für die ganzen, die schon The Zone haben, kein Problem, The Zone überträgt das. Für die anderen, Real Madrid TV überträgt das. Manchmal klappt das international nicht. Es gibt Lösungen für solche Probleme, aber dafür mache ich keine Werbung. Aber zur Not gibt es Lösung Nummer 3. UEFA.tv überträgt dieses Spiel kostenlos. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, euch einmal anmelden. Also ich selber habe auch einen Account bei UEFA.tv. Also das sind die Möglichkeiten, wie ihr dieses Spiel schauen könnt. Das Finale ist heute gegen Club Brügge, die auch eine bärenstarke Truppe zusammen haben. Trotzdem, wenn ich mir Position für Position die Aufstellung von Real Madrid Castilla anschaue, mache ich mir große Hoffnungen. Ich habe einen Short darüber gemacht, welche 4 Spieler ich sogar relativ zeitnah in der ersten Mannschaft von Real Madrid sehe, als A-Jugendspieler. Das will schon was heißen. Werde ich gleich im Laufe des Tages noch veröffentlichen, wenn ihr so lange keine Geduld habt. Es ist auf TikTok und Instagram schon online. Ja, wie dem auch sei, bleiben wir jetzt mehr oder weniger bei Nachwuchsspielern, denn für die Spieler, die Real Madrid ausgeliehen hat oder verkauft hat mit dieser 50%-Regelung, war das ein tolles Wochenende. Naja, zumindest wenn es um die individuelle Leistung geht. Ganz klar in der Bundesliga, viele haben es gestern gesehen, Stuttgart hat zwar bei den Bayern 4:2 verloren, aber Chema hat einen wunderschönen Dropkick zum 4:2 gemacht, kurz vor Schluss, hat wieder seine überragende Technik gezeigt für seinen Körper. Der Junge ist riesig und trotzdem so stark am Fuß. Trotzdem bin ich der Meinung, ich bin sehr kritisch mit Chema. Was ich sehe, gefällt mir, aber wenn du Spieler sein möchtest von Real Madrid, dann darfst du in deiner Mannschaft nicht Ergänzungsspieler oder Ersatzspieler sein. Und beim VfB Stuttgart ist Chema Ersatzspieler. Wenn er seine Chance kriegt, nutzt er die ganz gut. Aber wenn du es nach Real Madrid schaffen möchtest, musst du bei Stuttgart unangefochtener Stammspieler sein. Und dann sogar einer der Besten in der ganzen Bundesliga. Und dann können wir über eine Rückkehr nach Real Madrid reden. Ich vermute mal, er wird noch ein Jahr bei Stuttgart bleiben. Und vielleicht sogar das 3. Jahr. Ich glaube, Real Madrid hat immer diese 3 Jahre Möglichkeit, die Spieler zurückzukaufen. Der muss noch einen Schritt nach vorne machen, auch wenn die ersten Ansätze da sind. Auf der anderen Seite, das gleiche Schicksal wie Chema hat ein Nico Paz geteilt, denn auch seine Mannschaft hat verloren. Como im Rennen um die Champions League Plätze einen kleinen Dämpfer erlitten, verliert 2:1 bei Sassuolo, aber Nico Paz hat mal wieder getroffen. Der Argentinier, der ja nächste Saison zurückkommen soll nach Real Madrid. Zurzeit Fabrizio Romano etc. Alle großen Medien haben berichtet, es steht fest, Nico Paz soll zurückkommen, Nico Paz möchte zurückkommen. Zwischendran waren mal Gerüchte, Inter Mailand möchte man ihn haben. Naja, in der Welt des Fußballs sagt niemals sie nie, aber ich vermute, Nico Paz sehen wir nächstes Jahr wieder bei den Königlichen. Ja,
Und der mal wieder am meisten für Furore gesorgt hat, wer anderes als Endrick. Dieser Junge, ich sag's immer wieder, ist wie ein tasmanischer Teufel auf dem Fußballplatz. Vor 2 Wochen hat sein Trainer Fonseca ihn öffentlich angezählt. Erlebt man selten, aber er hat gesagt, wir erwarten mehr von Endrick. Man hat ihm angemerkt, dass er nach der Länderspielreise müde zurückkam. Endrick war dann eine Halbzeit draußen letzte Woche, ist zurückgekommen und hat in der zweiten Halbzeit 2 Assists gegeben und Lyon zum Sieg geführt. Ja, und gestern Abend war wohl das Spiel der Spiele in Frankreich. Paris Saint-Germain, für mich Top-Favorit auf die Champions League, also für mich die beste Mannschaft der Welt zurzeit, spielt zu Hause gegen Lyon. Nach 6 Minuten hatte Endrick schon das 1:0 gemacht. Aus einer Situation, wo dir kein Stürmer von Real Madrid sonst ein Tor macht. Ein Ball in die Tiefe aus links. Hört euch dieses Tor an. Wie der trocken schießt. Man hört den Schuss, man hört den dumpfen Knall am Innenpfosten. Da ist so eine Gewalt im Schuss. Ja, und ein paar Minuten später legt er sogar das 2:0 vor. Also ein Endrick hat sich von der Kritik seines Trainers nicht zusammenbrechen lassen oder unterkriegen lassen. Nein, der ist aufgeblüht. So ein bisschen wie Tchouaméni nach den Pfiffen im Santiago Bernabéu. Endrick, 2 tolle Spiele nach der Kritik vom Trainer. Ja, und der hat jetzt, glaube ich, 7 Tore und 7 Assists in 1300 Minuten, wenn ich mich nicht täusche. Also überragende Ausleihe. Und dieser Junge, keine Ahnung, für mich muss der nächste Saison gesetzt sein im Sturm von Real Madrid und andere müssen sich darum kloppen, wer an seiner Seite spielt. Der Junge ist so ein belebendes Element. Ja, wer an seiner Seite gesetzt bleiben muss, ist natürlich auch ein Arda Güler. Viele von uns wollen dieses Duo sehen, Arda Güler und Endrick. Aber bevor wir dazu kommen, zeige ich euch jetzt erst einmal, was die Mannschaft gemacht hat. Die Mannschaft hatte gestern ein Training, die bereiten sich weiter auf das Spiel morgen vor. Heute ist das Abschlusstraining vor dem Spiel. Morgen Abend um 21:30 Uhr gegen Alaves. In der Woche 21:30 Uhr, ja. Ich werde natürlich einen Live-Watch-Along machen. Ich bin gespannt, wie viele von euch morgen um 11:30 noch mit mir das Spiel Real Madrid gegen Alaves schauen. Ja, diejenigen sind OGs, Ehrenmänner. Also mal schauen, wer da morgen noch im Chat aktiv ist. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, und ich zeige euch einfach mal den gesamten Spieltag aus La Liga für diejenigen, die da schon ein bisschen nicht mehr drauf geschaut haben. Der FC Barcelona spielt zu Hause gegen Celta Vigo, die gerade von Freiburg mal quer durch die Manege geprügelt wurden. Also da wird der FC Barcelona leichtes Spiel haben. Atletico Madrid spielt bei Elche, aber die sind auch schon so weit weg. Also uns interessiert eigentlich nur noch Barcelona, Real Madrid zu Hause gegen Alaves. Aber ich bleibe dabei, die Saison ist für mich gelaufen. Ihr seht auch in der Tabelle 9 Punkte und es sind noch 8 Spiele. Der FC Barcelona, da bin ich mir zu 99% sicher, wird keine 9 Punkte mehr liegen lassen. Und selbst wenn, kann man diesem Real Madrid nicht vertrauen, dass sie alle Spiele gewinnen. Na, das ist meine Meinung, vielleicht habt ihr eine andere. Ja, wie gesagt, kommen wir jetzt zu den 2 Hauptprotagonisten im heutigen Video. Und bleiben wir zunächst einmal fangen wir erstmal mit der dunklen Seite der Medaille an, mit demjenigen, der sehr gelitten hat unter dem Spiel in München, Eduardo Camavinga. Ihr kennt meine Meinung, Eduardo Camavinga ist seit 5 Jahren bei Madrid. Ich sehe keine Steigerung seines Niveaus, seiner Leistung. Im Gegenteil, er spielt von Jahr zu Jahr immer weniger, die Verletzungen häufen sich, sein Selbstvertrauen ist weg, seine Leichtigkeit. Wenn der früher auf den Fußballplatz gekommen ist, der hatte ein Strahlen von hier bis nach Mexiko, hat die Bälle verteilt, hatte ein gesundes Selbstvertrauen, Brust war draußen, autoritär auf dem Fußballplatz. Und zurzeit, immer wenn der am Ball ist, hat man das Gefühl, oh, das geht schief, der verliert den Ball, er wirkt unsicher, ja. Immer wieder dann auch dumme Fouls und Verletzungen etc. Ja. Und die rote Karte gegen München hat ihn anscheinend sehr wehgetan. Die Mitspieler hatten ein sehr trauriges Bild gesehen, als sie in die Kabine gekommen sind. Ein Eduardo Camavinga in Tränen. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Camavinga brach in München zusammen, Tränen, Schuldgefühle und eine verzweifelte Lage. Der Franzose konnte nach dem Anblick der roten Karte in der Allianz Arena nicht aufhören zu weinen. Die Stimmung in der Kabine von Real Madrid nach dem Ausscheiden gegen Bayern München war von extremer Anspannung und Trauer geprägt. Die Spieler verließen den Platz wütend, empört über die Schiedsrichterentscheidung und noch voller Adrenalin vom Spiel.
Doch als sie die Schwelle überschritten, verstummten sie beim Anblick des Protagonisten des Vorfalls, Eduardo Camavinga, der völlig am Boden zerstört war. Der französische Mittelfeldspieler weinte alleine und untröstlich. Er verkörperte einen Fußballer, der sich bewusst war, einen Fehler begangen zu haben, der das Spiel entschieden hatte. Jenseits der Schiedsrichterkontroversen und des ungerechtfertigten Platzverweises übernahm Camavinga einen Teil der Verantwortung. Er wusste, er hätte den Ball loslassen und seine Position wieder einnehmen müssen. Die rote Karte traf ihn wie ein letzter Schlag. Denn dieses Spiel spiegelte gewissermaßen eine sehr schwierige Saison für Camavinga wider. In den letzten Monaten blieb der Franzose weit von seinen gewohnten Leistungen entfernt. Er verlor an Bedeutung, seinen Stammplatz an Spieler mit einem anderen Profil, wie Thiago Pitarch oder Brahim. Und in jedem Spiel zeigte er bereits Anzeichen dafür, dass er nicht in Bestform war. In dieser Saison gelang es ihm nicht, zu seinem mitreißenden und dominanten Spielstil zurückzufinden, der das Bernabeu in seinen Anfangsjahren so begeistert hatte. In der Kabine herrscht geschlossene Mannschaftshaltung. Seine Teamkollegen versuchten ihn in dieser zweifellos schwersten Zeit seit seinem Wechsel zum Verein zu unterstützen. Doch das Bild der Münchner Kabine, in der Camavinga in Tränen ausbrach, hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Denn jenseits der Ergebnisse schmerzt es einen Spieler, der bis vor kurzem noch zu den fröhlichsten im Team gehört hatte, so verzweifelt zu sehen. Ja, der Artikel geht noch ein bisschen weiter, aber das Wichtigste haben wir jetzt zusammengefasst. Und ganz ehrlich, während ich diesen Artikel lese, hauen selber meine Tränendüsen aufs Gesicht. Also es tut mir natürlich leid, es bricht mir das Herz. Camavinga ist ein toller Mensch. Und es fällt in der Welt des Fußballs, muss man das immer wieder unterscheiden. Ich beurteile in meinen Videos ganz oft oder zu 99% den Fußballer, nicht den Menschen. Der Mensch Eduardo Camavinga, der tut mir leid. Der möchte bei Real Madrid triumphieren. Der ist mit seiner Familie in Madrid. Sein Bruder hat einen Friseursalon. Der hat immer gelächelt für die Stimmung, gute Laune, Party. Camavinga hat die Mannschaft so ein bisschen zusammengehalten, auch in schlechten Zeiten. Ja, und auf der anderen Seite der Fußballer. Und der Fußballer Eduardo Camavinga, der bringt nicht das Niveau, was ein Spieler nach 5 Jahren bei Real Madrid bringen muss. Ich weiß nicht, ob er mental noch in der Lage ist, den Switch zu finden. Vor allem nach so einem Abend, der ihn anscheinend sehr mitgenommen hat. Ja, das Selbstvertrauen wieder zu entwickeln, auch mal einen kritischen Pass zu spielen. Das musst du, auch mal ein Dribbling einzugehen. Du musst Fußball, wird mit den, wie gesagt, es entscheidet sich natürlich sehr viel im Körper, aber noch mehr im Kopf. Und diese mentale Stärke, ich weiß nicht, ob er sich vielleicht Hilfe suchen muss, etc. Das Potenzial hat er. Ich weiß nicht, ob es die Verletzungen sind oder eine mentale Blockade, aber dieses Potenzial zeigt er seit geraumer Zeit nicht mehr auf dem Platz. Und auf der anderen Seite, ich möchte nicht wie ein böser Mensch rüberkommen, ich gönne so etwas keinem, aber ein Teil von mir denkt, Gott sei Dank muss ein Vini, ein Mbappé oder andere Bellingham etc., andere Spieler, so einen Anblick mal miterleben. Denn dieser Anblick, den hatten viele von uns zu Hause. Wenn ihr wüsstet, wie oft ich schon gebrochen zu Hause war, voller Trauer und gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Ich fühle Real Madrid. Und andere, viele Menschen auch, die sind traurig. Ich schreibe mit anderen Content-Creatern, die sagen, wie kann das wahr sein? Warum erleben wir sowas? Wieso bluten die nicht Real Madrid so wie wir? Und ich weiß nicht, ob Camavinga geblutet hat, weil er Real Madrid so liebt oder einfach nur mit seiner Situation unzufrieden war. Aber Spieler wie Mbappé, Vini etc., die sollen sehen, dass ihr Handeln in der ganzen Saison Konsequenzen hat. Wenn Real Madrid mit Abstand Meister wäre, weil wir die ganze Saison Vollgas geben, wie gegen München, wie gegen City, dann wäre Camavinga nicht weinend zusammengebrochen. Dann wäre das ein Hogel in einer sonst starken Saison. Aber das passiert nur, weil die Saison schon seit Monaten bergab geht. Und die Führungsspieler von Real Madrid, ich möchte jetzt nicht nur weniger, da sind viele, Mbappé etc., viele, die sich diese Saison ausgesucht haben, wann die Vollgas geben. Und das sind die Konsequenzen. Also, wenn ihr euren Bruder in der Kabine tröstet, dann denkt da mal drüber nach, dass ihr einen großen Teil Teilschuld habt. Ja, ich hoffe, ihr verurteilt mich nicht als schlechten Menschen, aber
ich habe das Gefühl, die leben alle in ihrer Bubble, wir gehen in unsere Villen und alles ist gut, hihi, haha, morgen trainieren wir wieder bei Sonnenschein, ich fahre mit meinem Ferrari dahin, komme danach mit meinem Model, genieße ich das beste Essen der Welt, etc. Und vielleicht brauchen die mal so einen Realitätscheck. Ja, und wie gesagt, passend dazu wurde Álvaro Arbeloa gefragt. Hören wir mal, was unser Trainer gesagt hat. Wie geht es Camavinga und wie waren die letzten Tage für den Franzosen, nachdem Sie ihn im Training gesehen haben? Nun, er ist enttäuscht, wie wir alle. Ich denke, das war eine Aktion, die ganz klar ein schwerer Fehler des Schiedsrichters war. Ein Fehler, weil offensichtlich war, dass er nicht wusste, dass er eine gelbe Karte hatte und nicht zu wissen, dass ein Spieler eine gelbe Karte hat. Ich halte das für einen sehr schweren Fehler. Das sind Fehler, die in einem Champions-League-Spiel nicht passieren sollten. Und nun ja, er ist verletzt, weil er weiß, was Real Madrid bedeutet. Er kennt die Bedeutung, die er in der Umkleidekabine im Verein hat. Er ist seit vielen Jahren hier, hat 2 Europapokale gewonnen, ist ein Spieler, der mit 24 Jahren auch schon eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft gespielt hat. Für mich ist Camavinga ein sehr wichtiger Spieler. Ich denke, in der kurzen Zeit, die ich hier bin, hat er viel und sehr gut gespielt. Er genießt nicht nur mein Vertrauen, ich glaube, er hat auch das Vertrauen des Vereins, die Zuneigung der Fans und hoffentlich kann er noch viele Jahre bei uns bleiben. Ja, mitfühlende Worte von dem Álvaro Arbeloa, ohne dass er über den Vertrag gefragt wurde, sagt er, ich hoffe, der ist noch viele Jahre bei uns. Er möchte Camavinga natürlich dieses Selbstvertrauen geben, ihm ein bisschen die Last entnehmen, also schöne Worte von dem Álvaro Arbeloa. Ändert aber nichts an der Realität. Wenn ein gutes Angebot kommt, ist Real Madrid offen zu verhandeln. Ja, das war wie gesagt die traurige Seite der Medaille. Kommen wir jetzt zur schönen Seite und die schöne Seite war Arda Güler. Für viele der überraschende Star der K.O.-Runde gegen die Bayern. Für mich Hin- und Rückspiel zusammengenommen mit Abstand der beste Spieler bei Real Madrid, schon im Hinspiel. Ich habe es euch ja berichtet, ich war in Bernabeu, immer dieses Gefühl, wenn er am Ball war. Aber nicht nur bei mir, du hast bei den anderen auch gemerkt, oh, jetzt kann was passieren und es ist was passiert. Und in München dann endlich der Knoten geplatzt. Der macht sein erstes Tor in der Champions League, das zweite hinterher, lässt Neuer im Netz liegen, bricht keine Ahnung wie viele Rekorde, was ich alles gelesen habe. Also, wie gesagt, und die letzten Zweifler, selbst im Vorstand von Real Madrid, sind jetzt endgültig überzeugt, dieser Junge ist die Zukunft von Real Madrid. Dazu auch einen passenden Artikel vom AS. Der Tag, an dem Arda seinen Wachstumsschub hatte. Seine beiden Tore in München bestätigen die Entwicklung des Türken. Einer der wenigen positiven Aspekte der Saison von Real Madrid. Real Madrids Chancen auf ein Weiterkommen in München, die nach Camavingas hart erzwungener rote Karte in der 88. Minute des Spiels in Bayern München endgültig dahin waren, lagen nicht an der Brillanz ihrer Stars. Mbappé traf zwar, blieb aber weiter unter seinen Möglichkeiten, ebenso wie Vinicius und Bellingham. Der Spieler, der alle Erwartungen übertraf, war Arda Güler, der Madrid mit 2 hochkarätigen und talentierten Toren gleich zweimal in Führung brachte. Zunächst nutzte er einen Fehlpass von Neuer im Spielaufbau aus und hämmerte den Ball aus 40 Metern ins linke obere Eck des deutschen Tores. Dann zirkelte er mit dem linken Fuß einen Freistoßtor über die Mauer ins gegenüberliegende Eck und ließ den Bayern-Torwart erneut chancenlos. In dieser Phase der Saison hat Arda 6 Tore und 13 Assists erzielt. Zahlen, die seine Bedeutung für Real Madrid unterstreichen. Trotz einiger Phasen mit wechselnden Einsatzzeit, wie beispielsweise am Ende von Xabi Alonsos Amtszeit, Alonso gab dem Türken zu Beginn seiner Zeit in Bernabeu eine wichtige Rolle. Diese Rolle erlangte Arbeloa zurück, obwohl er nach einigen Auswechslungen, die ihm nicht gefielen, etwas frustriert war. Fakt ist jedoch, dass weder Thiagos Aufstieg noch Bellinghams Rückkehr Güler aus der Startelf verdrängt haben. Seine Ballqualität und seine Fähigkeit, den entscheidenden Pass zu spielen, sind unschätzbare Stärken für das aktuelle Madrid, dem es im Spielaufbau gerade an visionären Spielern mangelt. Der 21-jährige in Ankara geborene Fußballer erntet nun die Früchte eines Reife- und Entwicklungsprozesses, der zeitweise langsamer verlief, als er es sich gewünscht hätte. In dieser Saison kam er auf insgesamt 49 Einsätze, genauso viele wie in der Vorsaison, sammelte aber 3181 Minuten, 1000 Minuten mehr als unter Carlo Ancelotti.
Mit einem Marktwert von rund 100 Millionen Euro ist Arda Güler eine weitere Erfolgsgeschichte im Rahmen von Real Madrids Engagement für junge Talente. Nicht alle Investitionen zahlen sich aus, doch im Fall von Güler sieht die Zukunft vielversprechend aus. Spiele wie das in München, die unter enormem Druck stattfinden, zeigen, dass er neben Talent auch Charakter besitzt. Ein entscheidender Faktor für den Erfolg bei Real Madrid. Ja, wie gesagt, nicht nur spielerisch hat er überzeugt, auch von seinem Charakter. Ich habe euch gestern schon berichtet, wie er sich zwischen die Innenverteidiger hat fallen lassen, um den Ball, der am heißesten war in der ganzen Saison, da wo du ohne Ende unter Pressing standst von den Bayern, er wollte den Ball haben. Und er hat wieder, ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, ich habe es schon mal versucht zu beschreiben, es erinnert mich an den jungen Cesc Fabregas bei Arsenal, habe ich schon mal gesagt. Man hat bei Arda Güler den Eindruck, wenn er den Ball hat und alle haben eine halbe Sekunde Zeit, eine Entscheidung zu treffen, bei ihm hast du das Gefühl, der hat 3 Sekunden Zeit. Irgendwie, ich weiß nicht, wie er das macht, das sind wahrscheinlich die Laufwege, die intelligente Positionierung etc. Also, tolles Spiel von Arda Güler. Für viele ist er geboren, für mich nicht. Ich habe sein Talent schon seit fast 2 Jahren auf diesem Kanal, wenn es ging, wöchentlich oder öfter, wenn es ging, immer wieder verteidigt. Und es freut mich für den Jungen, dass diese harte Arbeit belohnt wird. Auch zu Arda Güler wurde Álvaro Arbeloa in der Pressekonferenz gefragt. Hören wir uns die Antwort an. Wo wir gerade von jungen Spielern und Führungsqualitäten sprechen. Neulich war Arda Güler einer der wichtigsten Spieler im Spiel gegen Bayern. Ich wollte Sie fragen, wie Sie ihn in den letzten 3 Monaten erlebt haben und ob er einer jener Spieler ist, die dazu bestimmt sind, Real Madrid in Zukunft anzuführen. Danke. Nun, mit Güler waren es sehr intensive 3 Monate, in denen wir, wie ich finde, eine großartige Beziehung aufgebaut haben, weil wir gemeinsam viele Dinge durchgemacht haben. Als ich hierher kam, wurde viel darüber gesprochen, dass Arda nicht in der Lage sei, in wichtigen Spielen, in Spielen mit hoher Intensität zu spielen. Und schau dir jetzt an, was er im Duell gegen den FC Bayern München und im Duell gegen Manchester City geleistet hat. Ich habe ihm das vom ersten Tag an ganz klar gesagt, ob du spielst oder nicht, egal wie intensiv das Spiel ist, es wird nicht an mangelnder Fähigkeit liegen. Für mich, seitdem ich mit ihm arbeiten konnte, habe ich immer das Talent gesehen, das er hatte, den Ehrgeiz, und natürlich auch das Opfer, das ein Spieler wie er bringt. Das ist nicht frei von Opferbereitschaft und harter Arbeit. Und gut, das ist sein Verdienst, weil er auch verstanden hat, aus den Fehlern zu lernen, die wir auf dem Weg gemacht haben, aus den Höhen und Tiefen, aus den Dingen, die er gut gemacht hat und aus denen, die er nicht so gut gemacht hat. Und ja, ich denke, das ist eine große Auszeichnung. Die Saison, die Arda Güler spielt, zeigt, dass er nicht nur ein Spieler ist, dem eine große Zukunft vorausgesagt wird, sondern dass er auch in der Gegenwart schon sehr wichtig ist. Ja, und ohne dass das so richtig einer mitbekommen hat, man hat ja immer geredet von dieser tollen Beziehung von Xabi Alonso mit Álvaro Arbeloa. Aber ohne dass das so richtig einer mitbekommen hat, war Arda Güler wahrscheinlich oft auf der grauen Couch von Álvaro Arbeloa. Er sagt selber, wir haben eine tolle Beziehung zusammen aufgebaut. Wir erinnern uns daran, dass Arda hier und da mal sauer war, wenn er ausgewechselt wurde. Aber er hat ihm auch gesagt, Arda, ob ich dich auswechsel oder nicht, das hat nichts mit deiner Qualität zu tun. Im Gegenteil und erst recht nicht mit deiner Physis oder was auch immer. Arbeloa wechselt ihn aus, weil wir einen Kader aus 24 Mann haben und jeder mal spielen muss und jeder mal rotieren muss. Und in den wichtigen Spielen, wenn es drauf ankam, hat Arda gespielt. Bis zur 90. Minute, da wurde er irgendwann ausgewechselt. Aber er war da gegen City, Stammspieler, beide Spiele gegen Bayern. Er ist eine tragende Rolle vom Real Madrid von Álvaro Arbeloa. Ja, und Arbeloa macht auch klar, nein, Arda ist kein Versprechen in die Zukunft. Arda ist schon jetzt da. Er ist jetzt schon einer der wichtigsten Säulen von Real Madrid. Ja, für die ganzen Zweifler, für die ganzen Hater. Ich habe euch immer wieder die Statistiken gezeigt, aber es ist ja auch, Statistiken sind im Endeffekt unwichtig. Naja, eigentlich nicht. Aber es ist auch wichtig, was der Trainer hält. Und wenn man die Worte von Álvaro Arbeloa hört, ist er genauso ein Arda Güler-Fan wie ich. Ja, wie gesagt, das war ein Video, was ich eigentlich so nicht geplant hatte, aber nach den Aussagen von Arbeloa wollte ich die mit euch teilen. Auch die Artikel haben dazu gepasst. Ich bin gespannt, was eure Meinung zu dem gesamten Video ist. Was sagt ihr zur Youth League, zu Endrick etc. pp. Aber vor allem, was sagt ihr zu der Situation von Eduardo Camavinga und was sagt ihr zu Arda Güler? Freut ihr euch genauso sehr wie ich? Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, liked dieses Video, teilt dieses Video, hypt dieses Video, wenn möglich. Und wenn noch kein Follow da gelassen hat, jetzt ist der richtige Moment. Vielen Dank dafür. Wir sehen uns morgen wieder.
Bis dahin. À la Marie!